Epilepsie betrifft nicht nur diejenigen, die darunter leiden, sondern stellt auch deren ganzes Umfeld vor extreme Herausforderungen, insbesondere die engsten Angehörigen. Ich bin Janine Uth und in der heutigen Episode von Easy Talk Epilepsie im Fokus spreche ich mit Angehörigen von Epilepsieerkrankten und ich freue mich, dass Sie heute da sind. Einmal Nuri Soyudgan. Ihr Bruder Ibrahim leidet unter fokaler Epilepsie seit dem 12. Lebensjahr und diese Form von Epilepsie entsteht in einem Teil des Gehirns. Und das Besondere bei Ibrahim ist ja, dass er das Easy-System-Implantat eingesetzt bekommen hat. Und das sendet kurze Impulse ans Gehirn, um mögliche Anfälle zu verhindern oder zu reduzieren. Und durch diese kontinuierliche Stimulation wurde eine Langzeitwirkung bei ihm erzielt. Und der Behandlungserfolg konnte auch nach einigen Monaten positiv beurteilt werden. Nuri sagt, uns wurde gesagt, dass durch das Easy-System eine Verbesserung der Lebensqualität möglich ist. Und genau das ist passiert und dadurch ist mein Bruder entschlossener und auch selbstbewusster geworden. Und das hat uns als Großfamilie wirklich sehr tief berührt und uns geholfen, unsere eigenen Ängste und Sorgen zu überwinden. Schön, dass du heute da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich begrüße Veronika Moldern. Ihre Tochter erkrankte ebenfalls im Alter von 12 Jahren an Epilepsie. Jetzt ist sie 36, ihr Name ist Sophie. Und die Diagnose war damals generalisierte Epilepsie. Das ist eine Form, bei der das gesamte Gehirn betroffen ist. Und Veronika sagt, die Diagnose war ein großer Schock. Doch durch den engen Zusammenhalt zwischen mir, meiner Tochter und meinen älteren Kindern sowie durch die ärztliche Unterstützung versuche ich sie seit jeher nicht in Watte zu hüllen und sie so gut es geht zu unterstützen. Schön, dass ihr beide da seid und heute mit mir sprecht. Wichtig ist mir aber noch mal zu sagen, dass es sich in diesem Video um subjektive Erfahrungen und Meinungen handelt und dass wir hier keine medizinischen Empfehlungen geben werden. So, jetzt freue ich mich, dass ich mit euch sprechen kann. Veronika, wenn du dich noch mal zurückerinnerst an den ersten Anfall, den deine Tochter mit 12 hatte, Sophie, wie war das für dich? Nicht ganz einfach. Also ich war an dem Morgen, es war der 31. Januar, ich kann mich genau erinnern, es hat minus 25 Grad gehabt. Ich bin in der Küche gestanden, Frühstück machen und höre einen Knall. Und habe in der Sekunde gewusst, dass was passiert ist. Und bin raufgelaufen, habe vergessen, die Milch vom Herd zu nehmen. Habe die Sophie im Badezimmer liegen gesehen und habe erst gedacht, sie hat sich die Hand gebrochen. Und ich habe versucht, sie anzureden und hat nicht gewirkt. Ich habe gleichzeitig meiner älteren Tochter, die noch bei mir gewohnt hat, geschrien, Mariella, ruf die Rettung. Gleichzeitig habe ich versucht, ins Badezimmer zu kommen, weil sie ist an der Türe gelegen. Es war schwer reinzukommen erstmal. Und dann habe ich in der Sekunde mir schon gedacht, oh je, das ist ein epileptischer Anfall. Sie ist dann langsam zu sich gekommen. Das klingt nach einem wirklich sehr schrecklichen Moment und der sich auch eingebrannt hat bei dir, wenn du auch sagst, dass du das Datum jetzt gerade noch genau weißt. Mit diesem Knall, ist das auch heute noch so, dass du sagst, es gibt so Auslöser, da denke ich direkt wieder an die Situation zurück? Eigentlich, also das ist das Einzige, was mich nie wirklich losgelassen hat, ist, dass vor allem, wenn die Sophie in der Nähe ist, aber auch sonst so, wenn ich einen Knall höre, also ich merke, es fällt was am Boden, dann gibt es mir wirklich einen Stich. Also vor allem, wenn sie in der Nähe ist. Also da muss ich erst mal sagen, ist alles in Ordnung? Oder sie weiß das auch und sagt, es ist alles okay. Aber das ist das Einzige, was wirklich nachhallt. Ja, ich sehe auch gerade schon deinen Gesichtsausdruck. Gibt es sowas bei dir auch, wo du sagst, immer wenn ich das und das höre, dann denke ich an vielleicht einen Anfall oder den ersten Anfall zurück? Ja, bei uns ist jetzt kein Knall gewesen, sondern eher ein Geräusch, was der Ibu von sich gegeben hat, bevor er einen Anfall bekommt. Das war so ein lautes Schreien. Also er hat versucht, Mama zu rufen, aber man hat das normal gehört. Und wenn wir das immer hören, und das ist im Kopf noch drin. Oder wenn wir Sirenen hören. Also wir haben generell dann immer einen Krankenwagen gerufen, weil er wirklich am ganzen Körper den Anfall hatte und wir am Anfang gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Und bei uns immer, also wenn ein Geräusch von ihm aus seinem Zimmer kommt, dann ist so ein Schreckenmoment im Körper. Und ich glaube, der geht bei uns nicht weg. Das ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich. Du hast gerade gesagt, wir wussten gar nicht im ersten Moment, wie wir damit umgehen sollten. Und bei dir war sofort klar, das ist ein epileptischer Anfall. Woher wusstest du das?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war einfach intuitiv, weil ich weiß, wie der Notarzt gekommen ist und sie da am Boden gelegen ist. Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist ein epileptischer Anfall. Aber ich weiß, ich habe nie damit irgendwas zu tun gehabt, aber es war einfach so ein Gefühl. Nuri, dein Bruder ist ja jetzt seit einigen Jahren anfallsfrei und es gab eine sehr, sehr intensive Zeit davor mit unglaublich vielen Anfällen pro Tag und auch in der Nacht. Vielleicht magst du uns davon mal berichten. Also der hat ja eigentlich in dem Sinne kein Leben geführt. Er war ja in seinem Zimmer, weil er wirklich Angst hatte, wenn er aufsteht und bekommt einen Anfall und fällt dann um. Also Essen haben wir ihm auch im Zimmer gebracht. Es war eine schreckliche Zeit für uns, weil wir immer Angst hatten, dass er sich verschluckt beim Anfall oder irgendwo umfällt, wenn er gerade auf der Toilette ist. Und deshalb war das also für uns, wir haben sehr schlechte Erinnerungen daran. Wie ist das denn mit euch gewesen, mit dem Kontakt nach außen? Also habt ihr euch eine psychologische Beratung oder Unterstützung geholt? Nein. Wir haben uns wir hatten den Eindruck, wenn wir uns Hilfe holen von außen, dass es so ein bisschen Verrat an Ibu ist, dass wir nicht damit klarkommen und ihn abgeben an jemand anderes, der uns jetzt helfen muss. Wir wollten versuchen, das als Familie zu schaffen. Also das hat uns alle runtergezogen, aber trotzdem wollte man keine Hilfe annehmen, weil man Angst hatte, wie reagiert die Gesellschaft. Und sagen sie, ihr seid schuld daran, dass er das jetzt hat oder ihr habt was falsch gemacht. Wir konnten damit nicht umgehen. Also es hat wirklich fast ein Jahr gedauert, bis wir das überhaupt angenommen haben, dass er Epilepsie ist. Man wollte das gar nicht wahrhaben. Okay, und das Besondere bei euch ist ja, ihr seid eine Großfamilie mit 7 Geschwistern. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass jeder oder jede eben anders mit dieser Erkrankung umgeht. Vielleicht kannst du das aus den unterschiedlichen Perspektiven mal beleuchten. Ja. Also jetzt im Nachhinein, wenn man das jetzt beachtet, wie das war, hat es uns eher zusammengeschweißt. Also es hat uns noch mehr als Familie gestärkt, weil dann wussten wir, also es war eigentlich jeder für den Ibu da und jeder hat das auch gleich emotional. Es war nicht so, dass einer aus der Familie gesagt hat, nee, das ist mir nicht wichtig. Es hat uns eher zusammengeschweißt, als er das uns auseinandergetrieben hätte. Und im Nachhinein, klar, wäre es besser, wenn wir uns Hilfe geholt hätten. Das hätte uns das Leben erleichtert. Wir haben daraus gelernt, aber es war für die Familie eher ein Zusammenschweißen. Und das ist ja auch das Besondere, warum wir hier zusammenkommen, warum wir diese Videos machen, damit wir in den Austausch miteinander gehen, damit wir darüber kommunizieren. Und vielleicht, Veronika, wenn du mal zurückschaust, also du schaust jetzt schon auf 20 Jahre Leben mit Epilepsie bei deiner Tochter zurück. Wie hat sich denn das Thema Aufklärung in der letzten Zeit so gewandelt? Also ich muss ja dazu sagen, dass wir ja wahnsinnig gut von Anfang an betreut waren. Also schon von den Ärzten beim ersten Krankenhausaufenthalt. Wir sind wirklich mit Broschüren, mit Gesprächen mit den Ärzten von Anfang an aufgeklärt worden. Und man weiß natürlich mehr, man weiß, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich finde, dass die Öffentlichkeit noch nicht so informiert ist, wie sie eigentlich sein sollte. Ich habe aber festgestellt, dass mit wem immer ich spreche, es kennt jeder irgendjemanden, entweder in der Familie oder im Freundschaftskreis, der Epilepsie hat. Also Epilepsie ist wahnsinnig verbreitet, aber meiner Meinung nach noch nicht so, dass man es in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und vor allen Dingen auch nicht der Austausch mit euch, mit Angehörigen. Und deswegen hier auch noch mal die Frage, wie ist das denn mit dem Thema Loslassen? Also ich kann mir das vorstellen, ich bin selber Mama, wenn mein Kind jetzt einen epileptischen Anfall erleidet, ich kann da nichts tun, ich muss da loslassen. Also wie wichtig ist auch dieses Thema für dich? Also die Sophie war ja auch 12, wie sie den ersten Anfall gehabt hat. Und es waren natürlich die ersten Jahre, ich sage jetzt mal, bis sie 18 war. Sie war ja dann relativ lang anfallsfrei. Eine Phase, wo ich aber Unterstützung gehabt habe. Und das Loslassen war eigentlich also das war ein richtiges Lernen. Also es war einfach ein Lernen, wo ich aber auch Unterstützung innerhalb der Familie gehabt habe und einfach lass sie. Weil es kommen ja einfach Momente, wo man sagt, also die geht jetzt auf eine Party oder sie war im Internat ein Jahr. Es waren immer alle informiert. Es war immer so, dass man gesagt hat, sie muss genug schlafen. Sie sollte also nicht rauchen, nicht trinken, einfach ein wenig Stress in dem Sinn haben, was immer leichter gesagt ist letztlich als dann getan. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dem Kind vertraut, weil nur dann kann man loslassen. Das ist wirklich eine sehr schöne und sehr wichtige Einstellung. Wie ist das denn bei dir? Konntest du in den Zeiten loslassen? Kannst du es jetzt? Kannst du ihm vertrauen?
Jetzt ja, in den Zeiten nicht, nein. Also das war wirklich wie ein ständiger Wechsel, ne? Wie so eine Kette. Wer muss daheim bleiben, wer ist gerade daheim und immer telefonisch, weil die ganze Familie immer, also ich glaube, auch wenn er einen Anfall hatte, hat es die ganze Familie dann erfahren, weil man sich dann auch, also die wollten das auch erfahren, aber jetzt, es klappt gut mit dem Loslassen, aber also wenn du diese bestimmte Geräusche hörst, die du damit in Verbindung wirst, dann kommt das alles wieder hoch. Das ist, wie die Veronika gesagt hat, wir haben jetzt auch gelernt, dass jede Form von Epilepsie anders da verläuft, auch bei jedem Menschen anders da ist. Aber bei uns haben wir jetzt dadurch, dass es wirklich lange Jahre gedauert hat, auch das Vertrauen gewonnen, wenn er einen Anfall hat. Danach ist es auch wie so ein Neubeginn für ihn. Ne? Er kann normal wieder weiterleben. Und es ist schlimm in dem Moment, aber danach geht es auch wieder weiter. Habt ihr denn als Angehörige so einen Notfallplan? Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel noch mal ein Anfall kommt und dein Bruder meldet sich bei dir, hast du eine Checklist oder irgendwas, wo du sagst, okay, ich gehe da jetzt mal so und so vor, für dich selber? Also für uns, er bekommt ja ein Medikament, wenn er einen Anfall bekommt. Das haben wir immer daheim. Das wollten wir auch behalten, auch wenn er anfallsfrei ist, haben wir daheim. Das ist ein Kühlschrank. Und wir haben echt auch eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, wo irgendwas ist, dass man auch miteinander redet. Also uns hilft das auch so, miteinander zu reden darüber als alleine. Es kann auch so eine Art Therapie gewesen sein. Also man sagt ja immer, okay, gut, das ist passiert, okay, aber wenn wir alle noch mal drüber reden, das ist so dieser Notfallplan von uns. Das beruhigt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch einen Notfallplan in der Situation, dass du sagst, ich mache vielleicht das und das und das gibt mir Halt, das gibt meiner Tochter Halt? Nachdem ich ja immer so mehr oder weniger die Erste bin, die Sophie anruft, wenn sie jetzt, ich kann jetzt nur von den Letzten sprechen, ja, jetzt als erwachsene Frau, ja, ich habe einen Anfall gehabt, dann ist schon immer meine Frage, wo bist du, sitzt du, liegst du, hast du dich, ganz wichtig, hast du dich verletzt? Weil das ist das, was ja erstmal die den Anfall haben, nicht merken. Ja, also bei der Sophie ist es ja so, die hatte dann diesen Zungenbiss und ich meine, die fällt ja auch um, hat am ganzen Körper diese Muskelzuckungen. Die große Gefahr ist ja, dass sie sich dabei eben verletzen. Und das ist eigentlich immer das Erste, bist du verletzt. Und dann, sie merkt das ehrlich gesagt erst immer dann ein bisschen später. Und dann geht halt so wer kommt, wer wird angerufen, muss ins Krankenhaus. Dann, ich sag mal, in erster Linie meistens als erstes die Schwester dran. Deine Tochter ist jetzt seit 6 Jahren anfallsfrei gewesen. Jetzt kamen kurz hintereinander 2. Wie gehst du als Mama ganz persönlich mit solchen Rückschlägen um? Also das ist wirklich so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, oder mir passieren kann. Weil im Moment, also der Anruf kommt, ich habe wieder einen Anfall gehabt, ist erst tatsächlich mal so, dass es ja den Boden unter den Füßen wegzieht, dass man natürlich zu weinen beginnt und dass man sich einfach nur sagt, na, das kann einfach nicht wahr sein. Es ist ein bisschen unbegreiflich. Bis man dann wieder einmal durchschnauft und sagt, also eben als erstes, was ist passiert und dann die ganze Maschinerie, um zu helfen. Wie erlebst du das bei deiner Tochter, bei Sophie? Also erstmal braucht sie eine Zeit lang, bis sie es überhaupt versteht. Und dann ist es für sie genauso eine Verzweiflung. Das ist einfach es reißt dich einfach aus deinem Leben heraus, aus deiner gewohnten, aus der Arbeit, einfach aus allem. Und es passiert einfach was unvorhergesehen ist. Und es bringt dir einfach auch alle möglichen Folgen mit sich. Fängt schon mal an, dass man dann mal sich 3 Tage nicht rühren kann, weil man so einen Muskelkater hat oder die Zunge sich eben gebissen hat oder was eben dann auch immer ist. Aber natürlich dann das ganze soziale Umfeld, die Arbeit, alles, was damit einfach zusammenhängt. Also ich glaube, für denjenigen, den es betrifft, das kann man nicht vergleichen mit dem Gefühl, was eine Mutter hat. Das sind die Betroffenen schon die Ärmeren. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du so offen mit uns darüber sprichst und du auch und dass ihr wirklich so viel Mut aufbringt. Wir haben ja auch schon in einer der anderen Episoden darüber gesprochen, dass fast 800.000 Menschen in Deutschland an Epilepsie erkrankt sind. Und da ist es eben noch mal besonders wichtig, den Fokus drauf zu legen. Deswegen schaut auch gerne noch mal auf unserer Easy Family Seite vorbei. Da gibt es auch ganz viele weitere Folgen, falls ihr noch eine Folge verpasst habt. Und was ich auch ganz toll finde, aus der Easy Family Community bekommen wir auch ganz oft Zuschriften und Fragen und ich möchte gerne eine Frage mit einbinden.
Hallo, mein Freund hat seit 4 Jahren generalisierte Epilepsie. Nach 3 großen Anfällen war erstmal Ruhe, doch jetzt hatte er wieder einen Anfall, obwohl er Medikamente nimmt. Ich mache mir somit sehr große Sorgen um ihn und ich traue mich nicht, das so anzusprechen. Was soll ich tun? Veronika, kennst du das Gefühl auch, deine Sorgen nicht ansprechen zu können? Aus welchen Gründen auch immer, weil du dich selber zurückhältst und eine starke Kämpferin sein möchtest? Oder ist es eher umgekehrt bei dir? Bei mir ist es komplett umgekehrt. Also ich habe von Anfang an komplett offen mit jedem, der es hören wollte oder nicht hören wollte, darüber gesprochen. Die Sorge wird immer bleiben, aber ich bin schon, also meine Stärke kam letztlich, also erstmal auch von der Familie. Wir haben leider nicht 7 Kinder, sondern ich habe nur 3. Aber es waren, also zumindest war, also von der Familie her, da war tatsächlich einfach ein ganz, ganz großer Zusammenhalt. Also es hat sich dann selbst der Vater eingeschalten, der normalerweise zu Sophie nicht so einen guten Kontakt gehabt hat. Also es ist da, so wie du auch gesagt hast, was da passiert, ist eine Hilfestellung und ein Zusammenhalt. Und Hilfestellung auch von außen. Ja, also für mich war das Wichtigste, darüber zu reden. Weil die Leute müssen es auch wissen. Also man muss ja wissen, wenn irgendwo, das gibt natürlich dann im Berufsleben, ist das ja ein ganz großes Thema. Sagt man es oder sagt man es nicht? Ich kann da gerade mal einhaken. Also wir bereuen einen Punkt, dass wir nicht von Anfang an damit offen umgegangen sind. Wir haben am Anfang gedacht, man kriegt so einen Stempel, wenn das hat. Und jetzt, wo wir offen drüber reden, dann wundern wir, wie viele das doch haben. Und man wird viel offener aufgefangen und auch einfach, also man kriegt auch Unterstützung von außerhalb und das ist das, wo wir uns sagen, hätten wir das doch von Anfang an gemacht. Das ist der Punkt, den wir gerne, alles andere nicht, der Familienzusammenhalt ist zusammengewachsen, aber wir hätten offener darüber reden sollen, da wäre vieles für uns auch einfacher gewesen. Guck mal, wie schön das jetzt ist, dass du das sagst und hier vor der Kamera sitzt. Wirklich ganz toll. Ja. Also schön, dass du auch bereit bist, da so offen jetzt mit umzugehen und darüber zu reden. Jetzt haben wir ja gerade eben diese Frage aus der Community gehört. Da ging es ja, denke ich mal, um eine besorgte Lebenspartnerin. Wie ist das denn bei euch? Also wahrscheinlich hat deine Tochter auch schon PartnerInnen gehabt. Ziehst du die zur Seite? Sprichst du mit denen? Wie gehen die mit den Ängsten und Sorgen um? Also das ist immer ziemlich das Erste, was ich mache. dass ich dann so zu den Partnern der Sophie sage, also du weißt schon, die Sophie ist nicht ganz gesund. Und was immer passiert, und man spricht das dann an und sagt, sie hat eben Epilepsie und man muss einfach aufpassen. Und das Wichtigste eben, wenig Stress, kein Alkohol. Ja, also einfach der Schlaf, das ist halt, sind halt auch immer so Sachen. Es ist, wie es ist. Aber man muss, finde ich, schon auch da sagen, ich habe eine Tochter, die ist nicht gesund. Es ist einfach so. Und wie sieht das bei dir aus? Also hat dein Bruder eine Freundin? Oder? Er hat jetzt eine Freundin, also er hat eine Zeit lang ja gar nicht, also das Problem hatten wir nicht, mit jemandem zu reden, aber jetzt hat er eine Freundin und er hat selbst angesprochen. Er hat gesagt, hier, ich habe, wenn was kommt, damit sie auch informiert ist, hat ihr auch das Medikament gezeigt, wie sie damit umgehen soll und geht ganz offen damit um. Also er macht das selber, also da brauchen wir gar nicht jetzt hinzugehen und zu sagen, hier, er hat Epilepsie, dass man sagt, okay, er traut sich nicht, ihr zu sagen. Also es ist für ihn, es gehört zu ihm zum Leben dazu. Was ich besonders schön finde, ist, dass die Kommunikation so unglaublich viel löst und dass ihr mittlerweile so positiv denken könnt und einen Weg gefunden habt, wie ihr auch als Angehörige wirklich gut mit dieser Erkrankung umgehen könnt. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch, also deinem Bruder und deiner Tochter, nur das Allerbeste. Und ja, alles Gute für euch. Danke. Danke. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass die Kommunikation und der Austausch untereinander unglaublich wichtig ist, gerade auch für die Angehörigen der Betroffenen. Und geht mit uns in den Austausch, in die Kommunikation über die Easy Family Seite und die Social Media Kanäle. Und falls ihr jetzt noch mehr wissen möchtet über Epilepsie, dann schaut auf der Easy Family Seite vorbei. Da findet ihr viele Artikel und auch weitere Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne in die Kommentare oder anonym über unsere Easy Family Seite. Alle Infos und den Link findet ihr in der Beschreibung. Vergesst auch nicht, unseren YouTube Easy Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich verspreche euch, es bleibt spannend.